ამხამით მე შენთან ვიყავი, მაგრამ შენთან დამიხვდი სახლში და არც სახლი იყო სადმე, ქალაქში და ის ქალაქიც არსად იყო დედამიწაზე. Bessic Charanauli. In dieser Nacht war ich bei dir zu Hause, aber du warst nicht da. Und dein Haus war nicht in dieser Stadt. Und die Stadt gab es nicht auf dieser Erde. Bessic Charanauli, georgischer Autor. Peperoni mit Honig, so nannte mich mein Lieblingscousin, meine erste Liebe. Ich war damals 10 oder vielleicht 11, er 9 Jahre älter als ich. Ich träume oft von diesen heißen, schwülen Sommertagen und Nächten in Guria, Westgeorgien, im Haus meiner Tante, begleitet von Frosch- und Grillengesang. Das Haus stand auf einem Hügel inmitten der Tee- und Zitrusplantagen. Nach dem warmen Regen wehte der Duft der Mandarinen und Orangen durch die alten, undichten Fenstern. Nach dem Aufwachen lag ich oft noch im Bett und wartete auf den morgendlichen Besuch meines Cousins. Unser Spiel war so zärtlich und verspielt wie von 2 wild gewordenen Katzen. Ich liebte ihn so sehr wie keinen anderen. Nach den Sommerferien musste mein Cousin in die Armee, so wie alle junge Männer in der Sowjetzeit. Niemand hat sie gefragt, ob sie hin wollten oder nicht. Eine Pflicht war eine Pflicht. Mein Cousin war in Lettland stationiert. Da wir beide kein Telefon hatten, schrieben wir uns Briefe. Vereinzelt gab es auch schon ein paar Fotos. Die meisten Fotos in der Zeit waren schwarz-weiß und überhaupt, es gab generell nur wenige Fotos. Aber alle wichtigen Familienfotos waren in diversen Familienalben verewigt. Seit ich mich erinnern kann, war einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, die Familienalben stundenlang zu studieren, wohin ich auch kam. Vielleicht liegen da die Wurzeln meiner Fotoobsession. Umso seltsamer ist es, dass mir heute hauptsächlich mein Handy als Familienalbum dient. In den letzten 2 Jahren alleine um die 6000 Bilder. Zu der Zeit, Ende der 80er, las ich 1001 Nacht. Nicht die Kinderversion mit Aladdin und der Wunderlampe, sondern die gesamte Fassung in 8 Bänder. Mein Vater als Literaturwissenschaftler und ein großer Bücherwurm hatte diese Rarität unter vielen anderen wunderbaren Büchern zu Hause. Eigentlich lebten wir in einer Bibliothek und besonders mochte ich die erotischen Geschichten aus diesem Märchenbuch. Und davon gab es viele fantasievolle Geschichten, die Liebeleien so indirekt beschrieben, so blumig und verspielt, dass ich als Unerfahrene, fast noch ein Kind, kaum folgen konnte. Manchmal gab es einen kurzen Blick hinter dem Schleier, wenn der Wind nur für einen ganz kurzen Augenblick der Antlitz der Frau enthüllte, nur um ihre pfirsichfarbene Wangen zu streicheln. Pfirsichfarben, Atmisperi. Ganz besonders erinnere ich mich an ein Märchen, in dem eine reiche Frau eine Dame ein Fest für ihre Freundinnen in ihren Gemächern ausrichtet. Sie geht zu einem Bazar, wählt einen gut aussehenden jungen Mann als Träger, besucht mit ihm verschiedene Marktstände, kauft Obst und Zuckerwaren und den süßen Scherbet und lässt ihn alles zu sich nach Hause tragen. Zu Hause angekommen, lässt sich den jungen Mann nicht gehen. Sie bittet ihn hinein und lädt ihn ein, mit ihren Freundinnen zusammen zu feiern. Der junge Mann hat eigentlich keine andere Wahl. Er muss bleiben. Im Marmorbad im Garten haben sich inzwischen die schönen Damen versammelt. Alle verschieden in ihrer Nacktheit. Der junge Mann ist hin und weg von Erregung und Aufregung.
Einerseits würde er nichts lieber als den Damen die Gesellschaft leisten. Andererseits fühlt er sich unsicher und verloren bei all den reizenden Grazien. Die Hausherrin lässt ihn aber nicht lange zögern und bittet ihn, sich auszuziehen und mit ins Bad zu gleiten. Der junge Mann ist wie hypnotisiert und folgt seiner Gebieterin. Danach beginnt das Spiel. Unter anderem soll der junge Mann erraten, wie die Vulven der Damen heißen könnten. Von zarter Rose bis zu Honigpflaumen ist alles dabei. Was danach passiert ist, daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Aber jedes Mal, wenn ich daran denke, spüre ich noch die gleiche Erregung und Wärme in meinem Körper wie damals. Es war ein ähnliches Gefühl, was in mir aufkam, wenn ich meinen Lieblingscousin sah, an ihn dachte und an sanftes Streicheln meiner Kniekehlen. Wahrscheinlich fing ich auch damit an, die Reihe meiner unerfüllten Liebesgeschichten zu schreiben. Nicht unerwiderten, sondern aus verschiedenen Gründen unerfüllten, nicht oder für mich zu wenig ausgelebten Liebeleien mit jeweiligen Sehnsuchtsmenschen. Ach ja, mein besagter Lieblingscousin nannte mich ja manchmal Peperoni mit Honig, ein süßes Mädchen mit der scharfen Zunge, ein Porzellanengel mit einem Riss.